Ja, moin. Also, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist die HCU Cloud und wofür kann man sie nutzen? Die HCU Cloud findet ihr auf cloud.hcu-hamburg.de/cloud. Nextcloud meine ich. Die Seite habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Dies ist eine Nextcloud-Instanz, die HCU IT uns zur Verfügung stellt. Über die kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich melde mich hier jetzt einfach mal an. Über diese Webseite kann man alles Mögliche abrufen. Man sieht hier verschiedene Ordner. Die kann man dann zum Beispiel sich anlegen über diesen Plus-Button, genauso wie Textdateien und Dokumente. Und man kann diesen Ordner rechts mit Leuten teilen. So kann man zusammen an verschiedenen Projekten arbeiten. Wenn man Ordner direkt teilt, indem man einen Namen eingibt, kann dieserjenige den Ordner auch direkt hier in dieser Liste sehen und kann mitarbeiten. Dann gibt es hier noch weitere Programme, dann gibt es Fotos, der zeigt einen verschiedene Fotos an. Aktivität zeigt sämtliche Aktivitäten, die in der HCU Cloud von allen Leuten durchgeführt wurden, wo man freigegebene Ordner hat. Dann gibt es einen Reiter E-Mail. Hier kann man seine E-Mail, seine HCU-Mail anmelden und verknüpfen und kann dann auch von hier aus seine E-Mails anschauen und beantworten. Dann blende ich hier mal die Ordner ein, Posteingang. Habe ich hier meine E-Mails drin. Genau. Genauso gibt es einen Reiter Kontakte. Hier kann man Kontakte einpflegen. Von der HCU selber aus werden keine Kontakte hier eingepflegt. Wer möchte, muss man hier selber Kontakte einpflegen. Es gibt einen Kalender. Hier kann man sich eigene Kalender einrichten oder man kann Kalender mit Leuten teilen. Genau. Hier kann man einen neuen Kalender hinzufügen. Man kann auch einen Kalender mit Aufgabenliste erstellen. Darauf kommen wir später nochmal zurück, was das bedeutet. Das nächste, was es gibt, ist Analytics. Hier kann man aus Daten einen Report erstellen. Das habe ich allerdings noch nicht verwendet. Da müsste man sich mal noch genauer mit auseinandersetzen. Hier gibt es einen Notizenbereich. Hier kann man sich Notizen erstellen von Vorlesungen oder von Besprechungen. Hier kann man alles Mögliche reinschreiben. Man kann sogar Markdown-Formatierung nehmen, um Überschriften anders darzustellen als normalen Text. Ebenso kann man unsortierte Listen erstellen. Genauso wie sortierte Listen. Man kann alles Mögliche machen. Ich habe jetzt auch noch nicht alle Funktionen ausprobiert hier, aber sicherlich gibt es irgendwo auch eine Anleitung dazu. Das nächste, was es gibt, ist Deck. Hier kann man ein Board erstellen,
Wir gehen einfach mal auf hier ein persönliches Board. Dort kann man eine neue Aufgabe hinzufügen, zum Beispiel Video aufnehmen. Dann kann man dieser Karte noch Schlagwörter und Besitzer zuweisen, die sich darum kümmern müssen, und dem Ganzen ein Ablaufdatum setzen. Genau. Man kann das Ganze auch noch hier rechts einem Projekt hinzufügen, sowie einer Beschreibung verfassen, Anhänge hochladen und auch Sachen kommentieren. Hier sieht man in einer Zeitleiste, wann was wie damit auseinandergesetzt wurde, und wenn man das Ganze dann verschiebt, kann man das zum Beispiel hier, genau, man kann das einfach nehmen und kann das dann auf in Arbeit setzen, und hinterher kann man es auch in erledigt packen. So kann man ganz gut in seiner Messgruppe an Projekten arbeiten, und man kann Boards auch mit anderen Leuten teilen. Irgendwie. Hier oben, glaube ich. Teilen, genau. Hier kann man das teilen und dann anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ebenso kann man das Ganze einem Projekt hinzufügen, aber das mache ich mal einfach mal. Genau. Nach existierenden Projekten suchen. So, hier kann man dann irgendwie ein Projekt daraus machen. Aber wenn man das hier selber einer Gruppe teilt, dann können die Leute hier auch damit arbeiten. Genau. Ebenso gibt es Ankündigungen, da kann die IT oder sonstige Leute die dazu berechtigt sind von der Uni, können Ankündigungen drüber machen. Derzeit gibt es noch keine. Kann man ja trotzdem mal Augen offen halten, vielleicht passiert da was. Dann gibt es noch Umfragen. Hier kann man Umfragen erstellen, zum Beispiel eine Textumfrage. Und dieser kann man dann verschiedene Abstimmungsoptionen geben. Das ist ganz praktisch, wenn man irgendwie was recherchieren muss oder irgendwie Leute befragen muss. Dann kann man hier eine Umfrage stellen, kann die freigeben und kann dann die Testergebnisse sich abrufen. Ebenso gibt es noch Formulare. Formulare ist was Ähnliches. Da kann man auch verschiedenste Sachen machen. Das ist für Anmeldungssachen, wenn man irgendwie was koordinieren muss. Habe ich mich jetzt auch noch nicht mit auseinandergesetzt, aber ist ziemlich praktisch. Genau. Gehen wir zurück auf Dateien. Was auch ganz praktisch ist, man kann, wenn man zum Beispiel eine Dokumentendatei anlegt, dann braucht man auch nicht mehr selber sich Office auf PC holen, da wir ein OnlyOffice Plugin haben installiert hier auf der HCU Cloud, mit der Nextcloud das Dokument schon im Browser rendern und anzeigen kann, sodass man hier direkt arbeiten kann und wie bei Word gewöhnlich die Option hat, die man auch sonst so kennt. Genau. Dann kann man auch die Datei hier speichern, dann ist sie gespeichert und man kann hier einfach auf Dateien, kommt man wieder zurück. Genau, dann hat man die hier. Ups, wollte ich nicht reingehen. So. Genau. Es gibt noch ein paar Plugins, die fehlen noch derzeit die es für Nextcloud gibt, die man sich noch wünschen könnte. Darauf kann ich gerne mal eingehen. Also ich habe bei mir sieht das ganz ähnlich aus, allerdings doch noch ein bisschen anders. Man kann, das ist vielleicht ein Hinweis für die Administration und weniger für die Studierenden,
man kann seine HCU Nextcloud kann man auch in eine andere eigene Nextcloud, ich habe meine eigene gehostete auf einer anderen Domain, kann man auch einbinden. Das heißt, ich greife von meiner eigenen Nextcloud, kann ich auf die HCU Nextcloud drauf zugreifen. Ebenso kann man auch das Menü verändern, sodass dies auf der linken Seite erscheint. Und man kann auch Dinge wie Moodle in die Nextcloud einbinden und so die ganze Nextcloud-Instanz noch angenehmer zu machen für Dinge, die man tun möchte. Genauso kann man auch noch Chat-Integration einbauen, um noch mehr mit Leuten sich zu unterhalten zu können, über Projekte, Dateien, alles Mögliche in Gruppen, genau. Aufgaben ist auch ein schönes Ding. Das hat die HCU Cloud, glaube ich, hier nicht in ihrem Dock drin, genau. Darüber kann man zum Beispiel sich eigene Aufgaben erstellen. Das kann man, wenn man hier den Kalender hat, kann man einen Kalender erstellen, der eine Aufgabenliste hat. Es werden dann auch die Aufgaben angelegt, also man kann dann auch hier sich eigene Aufgabenlisten erstellen. Und man kann das dann auch mit dem Handy verknüpfen und anzeigen, aber es wird nicht im Browser angezeigt. Also im Browser gibt es leider keine Möglichkeit, dieses sich hier anzeigen zu lassen. Das ist leider sehr schade. Also Aufgaben kann man sich erstellen. Also hier dieses Aufgabendingens mit Aufgabenliste. Allerdings gibt es derzeit noch keine Möglichkeit, sich dies hier oben im Browser über die HCU Nextcloud anzeigen zu lassen. Genau. Dann gehen wir jetzt weiter vom Browser auf den Desktop, denn man kann auch die Nextcloud erweiternd auf seinem Rechner installieren, indem man sie sich runterlädt. Einen Download dafür gibt es auf nextcloud.com. Dort kann man sich unter Get Nextcloud Desktop and Mobile Apps, hier kann man sich dann fürs passende Betriebssystem das runterladen. Ich habe es jetzt hier für Linux mir schon über mein Repository installiert, aber für Mac und Windows kann man es hier dann runterladen über einen Browser. Genau, wenn man das Ganze dann installiert hat, dann hat man hier so ein schönes Menü. Da kann man dann in den Einstellungen einstellen, was man gerne heruntergeladen haben möchte. Und das synchronisiert sich dann automatisch dahin, wo man das zum Beispiel auf seinem Endgerät haben möchte. So wie hier. Da. Genau. Hier kann man dann sehen, dass die entsprechenden Ordner dann auch automatisch runtergeladen werden. Sowie auch das Testdokument, was wir erstellt haben. Und wenn ich das hier mal aufmache, dann kann man sehen, dass das genau das Dokument ist, was wir online erstellt haben. Genau. Das kann ich dann hier auch löschen und das wird dann auch automatisch auf der Website von der HCU Cloud gelöscht. Genau. Man kann hier auch mehrere Accounts anlegen. Also wenn jemand mehrere Nextclouds hat, kann man auch mehrere anlegen. Und man sieht auch, wenn man über die Web-Oberfläche die Nextcloud von der einen in die Nextcloud einer anderen eingebunden hat, so wie hier, wo die HCU Nextcloud in meiner Nextcloud drin ist, dann kann man auch hier drüber direkt die eingebundene Nextcloud direkt auch mit synchronisieren. Das heißt, man kann auch rein theoretisch diese HCU Cloud in der anderen Cloud einbinden. Genau, so viel dazu. Dann als nächstes werden wir weitergehen und uns Nextcloud für das Mobilgerät anschauen. Nextcloud gibt es nämlich auch fürs Smartphone zum Mitnehmen. Das Ganze
So, jetzt muss ich mal hier die Bildschirmaufnahme auf meinem Handy starten. So. Jetzt müsste man die Handybildschirmaufnahme sehen können. Und zwar kann man sich über den Play Store und auch über den Apple App Store oder wie auch immer der heißt, die Nextcloud herunterladen. Das habe ich hier jetzt schon getan. Und dann öffne ich das mal. Genau. Habe ich auch schon eingerichtet. Und dann habe ich mich hier mit meinem HCU-Account angemeldet. Und dann kann man auch schon, wie gewohnt, in der Web-Oberfläche, kann man dann auch die Ordner lokal auf seinem Gerät wiederfinden. Hier findet man auch dann alle Unterlagen und mit wem was geteilt wurde. Und man kann das Ganze hier auch einstellen, wie gewohnt. Ebenso sieht man hier links so verschiedene Sachen wie Aktivitäten, Fotos, Favoriten. Und man kann auch automatische Uploads festlegen für Kamerabilder. Genauso gibt es auch noch andere Features, wie zum Beispiel das Einbinden von der einen HCU-Cloud in die andere HCU-Cloud funktioniert. Oder die HCU-Cloud in eine andere Nextcloud funktioniert auch. Und ebenso diese Online-Anbindung von E-Learning, da wo Moodle verknüpft wurde, das funktioniert dann auch über die App, sodass in der Nextcloud-App Moodle direkt eingebunden ist. Das ist jetzt leider über die HCU-Cloud noch nicht möglich, da dieses Plugin noch nicht installiert ist und noch nicht eingerichtet wurde, aber vielleicht wird das mal irgendwann auch was. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Genau, jetzt wechsle ich mal wieder auf das HCU-Cloud. Genau, hier gibt es dann auch die verschiedenen Dateien und die kann man dann auch, wie gewohnt, wenn man jetzt ein Dokument hat, wie zum Beispiel hier PDF, dann kann man die ganz gewöhnlich öffnen. Man kann auch hier Kommentare hinterlassen und das weiterteilen, so wie man das gewohnt ist. Und man kann natürlich auch, man sieht es jetzt oben schon, über den Balken wird die PDF runtergeladen und man kann sie sich natürlich auch bequem auf dem Mobiltelefon unterwegs anschauen. Genau, das ist alles möglich. So, ich mache das mal hier auf. Genau, plupp, funktioniert. Habe ich hier eine Word-PDF. Eine PDF. Genau. So, viel dazu. Man kann das sogar noch weiter binden. Man kann die Nextcloud sich sogar so weit einbinden, dass man mit Hilfe von der App DAVX5 kann man sich die Kontakte und Aufgaben und Kalender kann man sich dann auch auf sein Mobilgerät synchronisieren lassen. Das heißt, man kann dann jetzt zum Beispiel über diese App Aufgaben kann man sich jetzt auch zum Beispiel hier auf die Aufgaben zugreifen von dem Kalender, das man online leider nicht sehen kann und kann hier auch Aufgaben erstellen. Und genauso synchronisiert sich auch der Kalender. Wenn ich jetzt mal irgendwo hinscroll, da zum Beispiel, das hier ist jetzt auch aus dem Kalender OE-Woche. Genau. Ebenso synchronisieren sich Kontakte, auch wenn hier jetzt noch keine Kontakte eingepflegt wurden, mit dem lokal auf dem Gerät. Genau, das ist die Aufgaben-App. Genau, das dazu. Es gibt auch noch, wenn später dieses Chat-Plugin installiert werden, als Plugin hinzukommen würde, gibt es auch noch hier Nextcloud Talk, genauso wie verschiedene andere Apps, über die man dann auch direkt chatten kann. Das macht Kommunikation alles über eine Plattform sehr einfach, sodass man dann nicht mehr mit so vielen verschiedenen Apps rumhantieren muss. Genau. Nextcloud Talk ist jetzt zwar eine separate App, aber dann läuft alles von der Uni her über ein System und das ist eigentlich ganz praktisch so
finde ich. Weil, wie Sie vielleicht feststellen werden wir sehr viele verschiedene Programme verwenden. So, jetzt melde ich mich einfach mal hier an mit meiner privaten. Ja. Anmelden. Benutzername. So. Zugriff gewähren. Genau. Hier gibt es dann auch dieses gewöhnliche Standard-Interface, mit dem dann Chats hier begonnen werden können. Und wenn die Uni das nutzen würde, könnte man hier direkt den Namen suchen und die Person kontaktieren über Chat. Genau. Das ist aber noch leider nicht vorhanden. Dementsprechend müssen wir uns jetzt so lange damit abfinden, dass das noch nicht möglich ist. Genau. So viel dazu. Dann beende ich mal hier die Handyaufnahme. So. Genau. Ich hoffe, Sie haben was gelernt, wie die HCU Cloud Sie weiterbringen kann in Ihrem Umgang mit dem Studium und es Ihnen hilft bei der Planung des Semesters und der Gruppenaufgaben mit Ihren Gruppenmitgliedern und dass Sie damit ganz gut durchs Semester kommen. Sie können dieses Video gerne irgendwie weiterschicken an die Leute, die sich mit Nextcloud noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Es ist mir persönlich gesagt, finde ich, ist eine sehr schöne Software und ich freue mich, dass sich die HCU dafür überlegt hat, diese Software zu nutzen. Ja, es gibt hier und da so ein paar Sachen, die ich jetzt bemeckern könnte, aber im Groben und Ganzen freue ich mich, dass wir das hier so schön haben mit Nextcloud und dass man hier gemeinsam schön arbeiten kann. Und ach ja, genau, ein Tipp möchte ich noch auf den Weg geben. Man kann Dinge über einen Link teilen. Und das mag immer ganz schön sein oder klingen, über einen Link zu teilen. Das macht es allerdings für viele Leute sehr lästig, da man bei einem geteilten Link nicht zu seiner Nextcloud hinzufügen kann. Das heißt, man muss die Dateien dann selber einzeln runterladen oder ordnerweise runterladen und diese dann auf seinem PC in die Nextcloud schieben, um das dann wieder sinnvoll nutzen zu können. Also am besten, wenn irgendjemand einen Link teilt, sagen Sie dieser Person am besten, dass Sie persönlich mit Namen eingetragen werden möchten, um zu verhindern, dass Sie so viel Mehraufwand haben. Genau, es gibt noch andere Sachen, Tags, die man machen kann an Dateien, aber darauf möchte ich nicht weiter eingehen, weil ich glaube, Sie haben jetzt schon einen ganz groben Überblick bekommen, was Nextcloud alles kann und wo die ganzen Vorteile liegen. Und damit möchte ich Sie gerne erstmal ins Semester schicken. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, Ihnen hat das Video etwas Licht ins Dunkel gebracht, was die HCU Cloud oder Nextcloud ist. Und hoffe, dass Sie damit jetzt mehr anfangen können als vorher und dass ich Sie nicht zu doll gelangweilt habe.